Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über das Blockflötenspiel und zwar speziell das Spiel der Flattements. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Vera Petri und gebe euch hier Tipps, wie ihr schöner und besser Blockflöte spielen könnt. Das Flattement kommt, wie man am Namen schon hört, aus Frankreich und wurde dort mit Vorliebe eingesetzt im 18. Jahrhundert. In Frankreich war eigentlich die Traversflöte, also die Querflöte aus Holz, das hochgeliebte Instrument, aber es wurde auch Blockflöte gespielt und auch auf der Blockflöte wurde das Flattement eingesetzt. So, was ist jetzt eigentlich das Flattement? Man hört es schon so ein bisschen am Namen, da flattert was, und zwar ist das eine Verzierung, eine Art Vibrato, das man nicht mit dem Atem erzeugt, sondern mit den Fingern, indem man eben Finger zum eigentlichen Ton hinzunimmt und die Finger beben lässt, wie das in damaliger Zeit beschrieben wurde. Ich erniedrige den Ton, ich mache ihn tiefer, den Ton, auf dem ich das Flattement spielen will, und indem ich noch ein Loch mehr hinzunehme und das so halb abdecke und dann auch wieder zurückgehe. Und so eine Art Trillerbewegung, wobei ich das Loch aber nicht ganz zumachen darf, sondern nur so ungefähr bis zur Hälfte und wieder zurück. Im Stück kann das dann so klingen. Wenn man das Flattement gut spielen will und auch sauber gestimmt spielen will, muss man sich erstmal das Prinzip klar machen, dass wenn ich Löcher abdecke, der Ton tiefer wird. Das heißt, wenn ich einfach genauso blase wie sonst und ich spiele ein Flattement, ich nehme also einen Finger so halb hinzu und vibriere damit, dann würde der Ton einfach zu tief werden. Das heißt, wenn ich beim Flattement die Finger hinzunehmen möchte, um das Vibrato zu erzeugen, muss ich gleichzeitig stärker blasen. Und wenn der Finger wieder zurückgeht, muss ich wieder schwächer blasen, damit das Flattement nicht tief und wieder hoch wird. Das ist also ein wichtiges Prinzip, das ihr euch überlegen müsst. Ihr müsst also den Finger bewegen auf das entsprechende Loch oder am Rande des entsprechenden Loches und gleichzeitig mit dem Atem steuern. Versucht im Prinzip den nächstgelegenen Finger zu nehmen. Die Art und Weise, wie ihr mit dem Finger wackelt, sage ich mal, vibriert oder wie will man es nennen, flattert, die ist ähnlich wie bei einem Triller,
nämlich langsam anrollen lassen und dann stärker werden, gleichzeitig mit diesem Crescendo, das ihr mit dem Atem macht. Und am Schluss kann es schnell bleiben, es kann aber auch wieder zurückgehen von der Geschwindigkeit. Also wichtig ist einfach, dass ihr da nicht so statisch sofort losmacht im selben Tempo, so wie automatisch, sondern dass ihr das auch gestaltet mit einer gewissen Entwicklung. Dazu gibt uns unter anderem Aufschluss die wunderbare Flötenschule von Haute Terre aus Frankreich. Die kann ich euch auch mal verlinken, falls ihr die noch nicht kennt. Die ist sehr, sehr wichtig für Blockflötisten. Eigentlich ist Haute Terre ein Traversflötenspieler gewesen, also die Querflöte aus Holz, der Vorgänger der modernen Querflöte. Aber die Blockflöte war eben auch ein ganz übliches Instrument damals und er schreibt auch ein ganzes Kapitel über die Flûte à bec, die Schnabelflöte oder auch die Blockflöte. Er schreibt zum Flattement. Im Übrigen ist es sehr schwer, die Stellen erkennen zu lehren, an denen sie beim Spiel angebracht werden müssen. Das Einzige, was man darüber im Allgemeinen sagen kann, ist, dass die Flattements häufig auf langen Noten gemacht werden. Ja, ich habe euch ja schon erklärt, dass das Flattement eben langsam anrollen sollte und dann schneller werden. Und natürlich hängt es dann auch vom Charakter des Stückes ab, das ihr spielt, wie schnell ihr das Flattement macht. Wenn ihr einen langsamen Satz habt, dann ist es vielleicht insgesamt gar nicht so schnell als bei einem schnellen Satz, wo ihr eine lange Haltenote habt und es geht flott wieder weiter. Da würde es interpretatorisch jetzt wahrscheinlich besser passen, wenn ihr da ein schnelles Flattement spielt. Ja, man kann das Flattement aber auch einsetzen, zum Beispiel bei Telemann, Bach oder Händel. Denn diese Komponisten waren auch vertraut mit dem französischen Kompositionsstil und haben auch im französischen Stil und im italienischen Stil dazu ein andermal mehr komponiert. Und deshalb ist das legitim, das auch in solchen Stücken einzusetzen. Hier hört ihr ein kleines Stückchen Telemann, wo ich das dann auch gemacht habe. Und das andere Hörbeispiel war übrigens von Anne Danican-Philidor. Ja, ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer geworden, was dieses Flattement angeht. Ja, probiert es einfach mal aus an einem französischen Stück oder auch an einem Telemann oder was auch immer. Dabei wünsche ich viel Spaß und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss.